Herzlich willkommen zu unserer Folge 4 der Lemken Bodentour. Ich stehe hier gerade am Sachsensee, das ist in Hessen, und wir besuchen heute einen Familienbetrieb in Hungen-Bellersheim. Die Familie Müller betreibt sowohl Putenzucht als auch Mast- und die direkte Vermarktung, aber auch auf knapp 500 Hektar Ackerbau. Und die Landwirte hier in der Region sind eigentlich gesegnet mit recht ertragreichen Böden auf einem Löss-Lehm-Standort. Wir befinden uns hier auch in einer Grenzregion zur Wetterau und dadurch haben wir hier auch Basalzungen, die sich in die Region ziehen und die Böden etwas heterogener machen. Speziell auf diesem Standort ist noch besonders, dass die Region vom ehemaligen Braunkohleabbau, Tagebau geprägt ist und dadurch auch viel Mutterboden natürlich abgetragen wurde. Das Ganze wurde bereits in den 80er Jahren rekulisiert. Allerdings sind natürlich im Boden deutliche Spuren hinterblieben und das merken natürlich auch die Landwirte beim Ackerbau. Wir gucken uns das Ganze gleich mal an. Wir gehen sowohl zu den Puten als auch auf den Acker und ich bin schon ganz gespannt und nehme euch natürlich wieder mit. Und wir fahren jetzt erstmal rüber zum Betrieb und sehen dann gleich den Thorsten, den Betriebsleiter, und fragen ihn noch ein paar Sachen. Hi, Marie. Du bist Thorsten, ne? Ja, richtig. Ja, Wir genau. haben telefoniert gestern. Richtig, ja. Nee, schön, freut mich. Bist heil angekommen hier. Ja, ich bin heil angekommen, genau. Nee, hast ja Gut tolles Wetter durchgekommen. mitgebracht, wie ich Ja, sehe. wunderbar. Das ist ja irre heute. Ja, wow, ihr habt einen sehr, sehr schönen alten Hof, sehe ich gerade. Das ist ein alter Burghof, habe ich hier an der Einfahrt gelesen. Ja, Toll. ist eines der 3 Burgen, auf denen Bellersheim erbaut wurde. Ah, okay, Und ja. auch schon entsprechend alt und ja, gefällt uns ganz gut hier. Schön, sehr, sehr schön. Und dieses Gestein ist jetzt auch hier typisch für die Gegend, ne? Das habe ich jetzt schon öfter gesehen. Das ist typisch für die Gegend Ja. hier, ja genau. Ist alles Vogelsberger Basaltverwitterung. Ja, Der Vogelsberg, die wenigsten wissen das ja, ist wirklich Europas größtes Vulkangebirge. Wahnsinn. Und da haben wir halt einige Ausläufer noch hier, die uns im Ackerbau manchmal ärgern, aber Ja, wir sind froh, dass unsere Vorfahren damals so tolle Gebäude draus bauen ja, konnten. das glaube ich. Sieht auch wunderschön aus. Ja, schön. Ich bin gespannt, was wir heute erleben werden. Und, Ich noch mehr wie du mit Sicherheit. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Vorstellungsrunde, dass wir überhaupt erstmal wissen, wer du bist und was du so machst, ne? Gerne, Ja. können wir machen. Ja, mein Name ist Thorsten Müller. Wir sind hier mitten in Hessen, bei uns auf dem Marienhof. Und es ist ein Familienbetrieb. Wir haben uns dazu entschlossen, Puten zu halten, zu vermarkten. Und was unabdingbar dazu gehört, Ackerbau zu betreiben, weil das 2 Dinge sind, wo das eine oder das andere nicht geht. Das ist unsere Grundüberzeugung. Wir führen den Betrieb jetzt in der 2. bzw. 3. Generation, die auch mittlerweile mitarbeitet. Und denken, dass wir so für die Zukunft relativ gut aufgestellt sind. So, eine kleine Sache haben wir jetzt noch, bevor wir gleich zur Hofführung übergehen. Und zwar haben wir eine Tafel dabei. Da sollen alle Landwirte drauf unterschreiben, die bei unserer Bodentour mitmachen. Okay. Und das stellen wir dann nachher auf der Agritechnica aus. So. Das ist einmal die Vorderseite. Ihr seid ja jetzt Folge 4, ne? Marienhof Müller. Gestern waren wir auch schon bei einer Familie Müller, lustigerweise. Genau, und dann kannst du einfach hier drauf unterschreiben. Ich gebe dir mal eben einen Stift. Sehr gut. Gut. Ja, perfekt. Gut, alles klar. Stift Dann zurück. würde ich sagen, starten wir, oder? Gerne, können wir loslegen, ja. Ja, Marie, kommen wir mal zum Stall. Ja. Kann ich dir mal unser Hauptstandband zeigen? Ja. Die Türe auf, das macht man das nicht abhauen. Die Puten, die wir dann, wie gesagt, in allen Facetten halten und vermarkten und was nicht alles. Ja. Siehst du stehen, wenn du jetzt im Moment hier sitzt, die kommen jetzt alle raus. Das ist die neugierige Pute. Ja. Der Ausdruck ist ja bekannt und es ist auch wirklich so. Man sieht, sie sind eigentlich ganz wirklich ruhig und neugierig, irgendwann ne? kommen sie einem immer näher, weil sie gucken wollen, Ja. was hier Neues, ob es was Neues zu sehen gibt. Ja, ich komme ja aus dem Schweinebereich, ich kenne das auch. Also bei Schweinen dauert das auch immer nicht lange, bis die ankommen. Und Da kommen die raus und ja. wollen spielen dann. Genau, genau. ja. Nee, Wie von der alt Haltungsform her sieht man es ja, die laufen auf dem Stroh rum bei uns. Wir sind dann ja, logischerweise QS-zertifiziert, Ja. Initiative Tierwohl sind wir überall dabei. TV, ja. Und Okay, nicht ja, also wir denken, dass wir es richtig machen, dass es unseren Tieren gut geht. Ja, Weil ich denke, ein Tier, dem es nicht gut geht, das gibt einem auch nichts zurück. Das ist so eine Das stimmt. Grundeinstellung bei uns. ja.
Und von daher, wie alt sind diese jetzt hier und wie die schwer? sind jetzt 14 Wochen alt Ja. und damit im Prinzip fast schlachtreif. Also nächste Ja. Woche kann man anfangen, die dann zu vermarkten. Genau. Und die sind dann auch aus eurer eigenen Vermehrung, ne? Dass ihr Ja, quasi die diesen sind aus Kreis unserer wieder eigenen schließen Vermehrung könnt. dann. Ja, Ja, richtig. schön. Nicht schlecht. Und ja, Richtung Vermarktung, wie macht ihr das? Also vermarktet ihr die direkt oder habt ihr da einen Großhändler? Also das sind jetzt Tiere, die wir direkt vermarkten, aus dem kleinen Stall raus. Aber der größte Teil geht bei uns dann in eine Schlachterei im Prinzip, Ja. in eine Lebensmittelkette. Und die ist auch hier auf dem Hof? Ja, die Ach so. Schlachterei für die Direktvermarktung, die haben wir auf dem Hof Die hier, habt ihr auf richtig, dem Hof, genau. Ja. genau. Da schlachten wir die Woche 200 Tiere circa, Ja. die wir dann an den Endkunden bringen in verschiedenen Varianten. Und, aber wie gesagt, der Großteil der Tiere geht bei uns dann an eine Großschlachterei. Ja, okay. Aber das ist ja schon mal so für den Ruf und so fürs Dorfbild auch schön, wenn man so ein bisschen Direktvermarktung dabei hat. Ne? Ja, mit Sicherheit. Also in Ja. Zeiten, wo es keine Dorfläden mehr gibt und es eigentlich immer weniger wird, wird es schon dankbar angenommen, dass man Ja. dann schon noch vor Ort was macht. Können wir uns das mal angucken, also euren Hofladen? Und, Natürlich, Ja? gerne. Ja, können wir hingehen. Machst du es, Super, Tour? ich mach Tür zu. Ja. Gut. Super. Gut. So, und hier sind wir jetzt an eurem Hofladen, ne? Und ihr macht auch einen ganzen Teil über Direktvermarktung, sagtest du ja, und habt diese Wagen, um dann auf den Wochenmarkt zu fahren, oder wie ist das? Ja, ist richtig, was du sagst. Also die allermeisten Tiere vermarkten wir an der Schlachterei, aber einen gewissen Teil tun wir auch direkt Ja. an den Endkunden vermarkten. Da ist halt die Wertschöpfung ein bisschen höher, aber der Aufwand natürlich auch entsprechend groß. Na klar. Und ja, das ist dann eines von 3 von diesen Verkaufsfahrzeugen. Die fahren also einmal auf Wochenmärkte oder auch wöchentliche Verkaufstouren. Einen Hofladen haben wir auch noch, einen Online-Shop mittlerweile, wie ich das Sehr gehört. schön, wow. Ja, Richtig mit Versand und allem. richtig mit Versand und allem Ja. drum und dran, wo wirklich Okay. jeder einkaufen kann. Rewe-Märkte beliefern wir auch noch in der näheren Ja. Umgegend, in der Kooperation, Ja. Landmarkt. Und das Schöne an der Bude ist halt, dass man da ein unheimlich breites Spektrum auch hat, was man aus dem Fleisch draus machen kann. Man sagt hier immer, das Tier hat 7 verschiedene Fleischsorten. Ja. Und wie gesagt, ja, wir denken halt, dass wir dadurch noch ein Standbein haben, um das Ganze auf entsprechend breite Füße zu stellen. Ja, und das Putenfleisch ist ja auch sehr beliebt, dadurch, dass es so mager ist, ne? Und natürlich sich dann auch mit einer gesunden Ernährung irgendwie gut kombinieren lässt. Ne? Wie viel Prozent vermarktet ihr jetzt direkt über Hofladen und Wagen und Also Online-Shop? von dem, was wir erzeugen, sind das 20% circa. was wir dann 20%? direkt Ach, an das die- ist an die aber schon Endkunden einiges, bringen. ne? Ja, Ja. schon. Ist Nicht gewachsen schlecht. mit der Zeit und haben da auch einen recht festen Kundenstamm mittlerweile, wo wir froh sind. Und was würdest du sagen, wie kommt das Ganze an bei den Kunden? Wahrscheinlich Also äußerst gut, ne? Ja, die Kunden, die wir haben, die gehen uns nicht verloren in der Regel. Also ist das ein Zeichen, dass man nicht viel verkehrt macht. Ja. Wobei es ist ein begrenzter Markt, das muss man auch so sehen, Ja. denke ich. Es ist hochpreisiger, weil halt viel mehr Handarbeit drin steckt. Aber wie gesagt, es ist eine Nische, kann man sagen, in der wir uns aber auch ganz wohlfühlen mittlerweile. Ja, sehr schön. Ja, sollen wir dann mal zum Bereich Ackerbau übergehen? Gerne. Weswegen wir ja Deshalb auch bist du ja eigentlich hier sind. eigentlich. Genau, ja. Ja. Ja, schön. Ja, jetzt ist so gutes Wetter, dann würde ich Oh. sagen, gehen wir sehen, oder? Gehen wir auf den Acker, Ja, richtig. Ja, cool. Prima. So, da sind wir ja schon. Sind wir angekommen, ja. Marie, ich wollte dir mal zeigen, wie wir Wintergerste säen heute. Bevor wir anfangen können, müssen wir die Sämaschine aber noch abdrehen. Mhm. Ich habe aber schon mit ins Auto gelegt Sehr die gut. Waage und den Eimer. Das ist dafür ja unerlässlich. Ja, super. Können wir gerne mal zusammen machen dann. Ja, gerne. Dann drehe ich So. hier schon mal die Schüttbleche um, ne? Ja, genau, die können wir rumdrehen, richtig. Die Hebel müssen noch umgelegt werden Ja, und dann geht's in den Schlepper rein. jawohl. Ja, Sämaschine abdrehen ist dir ja wahrscheinlich geläufig. Geht heute Ja. mittlerweile natürlich alles von der Schlepperkabine aus. Müssen wir hier ins Abdrehmenü und dann schauen. Wir wollen sehen 250 Körner je Quadratmeter. Das ist jetzt nicht sehr viel für die Wintergerste. Aber wir es sind ist recht warm, ne? Trocken. ja, sind zeitlich nach frühem Jahr. Genau. Die Bodenbeschaffenheit ist im Prinzip als ideal zu bezeichnen. Ja. Von der denken wir, reicht uns das aus. Allzu schwer sind die Körner auch nicht. 43 Gramm TKG, 96% Keimfähigkeit sehe ich das da, ne? übliche, genau. Ergibt dann 112 Kilogramm je Hektar.
Welche Sorte säst du jetzt hier? Das ist die Kosmos von KWS, die wir momentan hier aussehen. Haben wir eigentlich recht gute Erfahrungen damit gemacht. Jetzt geht es hier weiter einmal und noch ein Schritt. Und dann drehen wir jetzt erstmal vor, ne? Genau, dass erstmal die Seeräder alle gefüllt sind, Ja. um dann zum vernünftigen Abdrehergebnis zu kommen. Jetzt hört man es hinten schon, läuft, genau. Da müssen wir leider wieder raus und müssen dann die Kästen nochmal leer machen zum Verwiegen. Genau, machen wir. Gut, ja, die schütten oben rein wieder. Genau. Liegt überall gleichmäßig was. Warte, ich mache einen Deckel auf. Ja. Wenn er groß genug ist, geht es auch von unten. Ja, ich bin nicht so groß. 1,70 Meter. So, dann können wir ja jetzt abdrehen, richtig? Ja. Kannst du auch mal vorgehen, ist nur ein Knopf zu drücken. Ja. Ganz einfach. Ja, dann drücke ich jetzt hier einfach auf Abdrehen, ne? Ja, einfach auf die 4, genau. Und schon läuft es hinten. Sehr gut. Ja, dann können wir jetzt wiegen. Jetzt können wir wiegen hinten, ganz genau, ja. Einmal steht hier. Waage auf 0. Ich krieg's hier nicht raus. Bisschen runterdrücken einfach, dann kommen die raus. Ah ja. Ah, klemmte. Ja, soll ich mal einmal ein bisschen runternehmen? Komm her. So geht's. So, ein paar Körner sind daneben gegangen, aber das macht wird nicht nichts, so so wild genau. sein. Kannst du drauf an. Ja, genau. Jetzt müssen wir eben noch eingeben. 3.849, glaube ich. Genau, einfach hier die Gramm eingeben. Ja. 3.849. 49, ja. 49 hast du gesagt, genau. Ja. Okay. Jetzt rechnet er sich das Ganze aus. Abweichung? Haben wir eine Abweichung? Wir haben aber bestimmt minimale Fahrgeschwindigkeit 0,5 km/h, maximale Fahrgeschwindigkeit 17,8 km/h. Alles gut, Ja. alles im grünen Bereich. Super, perfekt. Wunderbar. Ja, dann können wir anfangen zu sehen, ne? Könnten wir eigentlich loslegen jetzt, Ja. richtig. Dann klappe ich eben noch hinten wieder zu und die Treppen Ja. wieder hoch. Treppen zu und, Und wir die müssen umstellen auf Säen. richtig und dann kann es Dann losgehen. kann es losgehen. Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir ja schon schön mit der Sämaschine ein bisschen Gerste gesät. Und warum wir ja eigentlich unterwegs sind, oder der Hauptgrund, warum wir hier diese Bodentour machen, ist ja der Boden an sich. Ne? Ja. Und den wollen wir uns jetzt noch mal angucken. Ne? Bisschen genauer, das können wir gerne machen, Marie. Aber was ich dir noch mal zeigen will vorher, was mir gerade heute Morgen aufgefallen ist und bestimmt ganz interessant ist, sich anzuschauen. Schau mal hier, was hier vorne liegt. Oh ja, ich sehe schon. Du hast ja vorhin in deinem richtiger Intro Fels. gesagt, für unsere Region typisch der Braunkohleabbau. Das ist so in der südlichen Richtung. Ja. Jetzt sind wir ja in unserem Flächenbereich irgendwo nordöstlich unterwegs hier. Und da haben wir genau die Steine, aus denen das Hofgut erbaut ist. Mhm. Die Liebesgrüße aus dem Vogelsberg. Wie gesagt, das ist Basaltverwitterung. Ja. Das waren dann verschiedene Lavaströme, die hier einfach ausgelaufen sind, erkaltet sind. Die Aus sind dem Vogelsberg. Aus dem Vogelsberg kommt das das oben. war der Vulkan früher. Genau, richtig. Wie lange ist der jetzt schon inaktiv? Weißt du das zufällig? Nee, das weiß ich nicht. Also das Ja. ist schon sehr, sehr lange her mit Ja. Sicherheit. Aber das ist ja richtig massives Das ist Gestein. richtig massives ne? Gestein. Das Also kriegst du so auch nicht das zerbrochen. ist, Ne? pass mal, ach, das ist mit Sicherheit stabiler wie Lemkenstahl sogar. Ja, das glaube ich. Nee, es ist zum Glück Krass. lokal sehr begrenzt. Das sind so einige Kuppen, die man dann im Gelände hat. Ja, Aber da kommen die halt immer wieder raus. Und ja, es ist halt bei der Bearbeitung gefährlich, dass man nichts kaputt macht. ja aber klar. Ja. zum Teil auch ertragsrelevant, aber nicht so fürchterlich viel. Was wieder, das ist lokal immer sehr begrenzt, diese Flecken, Ja. wo diese Steine immer wieder hervorkommen. Ja, Und aus denen der dann Boden ja auch hochgeholt erwachsen werden. ist, Ja. im Prinzip als Unterlage. Ja. Nur wie gesagt, das ist vielleicht was man nicht jeden Tag oder Das noch nicht sieht so man oft nicht gesehen jeden hat. Tag. Nee, genau. Aber ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum der Boden dann hier so fruchtbar geworden ist. Ne? Durch diese Lava, die sich dann hier
ausgebreitet hat. Ja, mit Sicherheit. Und auf dem Vogelberg selbst ist gar kein Ackerbau möglich dann Da wahrscheinlich. ist in den Ne? höheren Lagen ist da mit Ackerbau nichts mehr viel Ja. los. Das ist dann Grünlandnutzung hauptsächlich. Ja. Richtig. Ja, spannend. Sehr cool. Ja. Was glaubst du, was das jetzt wiegt hier, so ein Brocken? Heben Wie wir weit hoch. geht der runter? Das schaffen Heben wir wir zu hoch. zweit nicht. Nee. Ja, also der wird seit 200 Kilo haben mit Ja, Sicherheit. mit Sicherheit. Ja. Ja, wollen wir eine Bodenprobe mitnehmen? Ja, Bodenprobe nehmen wir mit. Wie gesagt, das ist ja hier recht lokal begrenzt mit dem Steinplatz. Wenn wir ein paar Schritte weitergehen, sieht das alles schon wieder ganz anders aus, mit Ja. Sicherheit. Ja. Ja, guck mal, vielleicht kriege ich hier so einen kleinen Basaltgestein, ein bisschen Basalt mit. Dann Ja, haben wir mach das das schon auch. mal. Und dann kannst du mir einfach hier so ein bisschen was reinfüllen. So einfach von der, ohne Spaten jetzt, aber nur Mit Spaten einfach mit Spaten ruhig, einfach, genau. ja. Muss ich auch gerade einen Stein hier drunter. Oh ja, da ist noch einer. Da ist Sieh noch schon. einer, ja. Aber ansonsten ist das Einfach an sich rein, schon genau. hier alles recht angenehm von der Bodenstruktur her. Mhm. Ja, super, das reicht auch schon. Ja, Ja, dann haben wir was für unsere Ausstellung. Ja, super. Ich würde sagen, dann sind wir hier fertig gut. und haben uns unseren Feierabend verdient, oder? Ja, wie du das Ja, sagst, machen wir das so. fahren wir wieder zum Hof, ne? Haben wir wieder zum Hof, ja, alles genau. klar. Ja, vielen lieben Dank für den wunderschönen Tag bei euch, bei herrlichstem Wetter. Wir haben sehr viel Input bekommen, denke ich. Und ja, Laura ist jetzt auch noch dabei. Ja. Du bist ja jetzt quasi die nächste Generation, Ja, die den Betrieb fortführt. genau. Ne? Erzähl doch mal kurz, wie bist du zur Landwirtschaft gekommen? Oder klar, durch deine Ja, Eltern vom natürlich. Familienbetrieb her, Aber ja. du hast auch Landwirtschaft Genau. studiert, Genau. sagtest du, ne? Ich habe in Gießen studiert. Ja. Ich bin 2019 fertig geworden mit meinem Bachelor und arbeite seitdem auch hier im Familienbetrieb Schön. Vollzeit Also auch mit. wirklich leidenschaftlich Landwirtin. Ja. Schön. Und dann bist du jetzt auch schon fest hier mit eingestiegen, Genau, richtig? ja. Und machst dann hauptsächlich was hier auf dem Betrieb? Vorwiegend im Büro. Genau, manchmal fahre ich dann auch aufs Feld oder löse meinen Vater ab. Ja, sehr genau. schön. Ja, und du bist wahrscheinlich auch froh, dass der Betrieb in der Familie bleibt, ne? Ja, natürlich freut einen das, wenn man weiß, dass es irgendwie weitergeht, logisch. Na Dann macht es klar. mehr Spaß. Na klar. Gehört dazu. Ja. Ja, sollen wir uns was Kaltes zu trinken aufmachen nach dem Gerne. langen Tag? Ja, haben wir uns verdient, glaube Denke ich. ich auch. Ist auch ganz aus der Region hier. Also ist mein Lieblingsgetränk abends. Ja? Oder willst du lieber der Schäferhofer haben? Nö, ich Nimmst probiere du das, auch wenn du so mir das empfiehlst. Kann ich bestens empfehlen. Bitte schön. Okay. Lara, was willst du? Ich nehme das Schäferhofer. Du nimmst ja. den Schäferhofer, gut. Für das Pilz. Ja, kleines Fazit zum Tagesende. Danke. Was bedeutet der Boden jetzt für euch? Was bedeutet der Boden für uns? Das ist eine gute Frage. Im Prinzip sage ich, der Boden ist das Fundament von allem, was wir tun hier bei uns. Weil darauf wächst halt das Getreide, was dann wieder die Tiere als Ja. Futter brauchen in irgendeiner Form. Ganz wichtig für Veredelungsbetriebe auch Ja, natürlich. also Und, wie gesagt, Qualitätsfutter zu Ja, erzeugen. ja. Ne? Das ist halt das, was ganz unten ist, Ja. aber ohne das im Prinzip alles andere oben nicht funktionieren kann. Mhm. Und ich sage mal, das ist im Prinzip unser wichtigstes Produktionsgut und auch wertvollstes Produktionsgut, auf das man da wirklich ganz besonders aufpassen muss, dass er uns ja, auch das gibt. Und da müssen wir halt auch ein bisschen verwöhnen und man muss ihn lieben irgendwo am Ja. Ende. Das, Ja. sonst funktioniert das Bodenleben nicht, sonst kommt da nichts mehr raus einfach. Das ist so. Und Ja. für dich? Ja, ich schließe mich da an. Ja, du schließt dich Ja. dem an, ja. Ja, und was wünscht ihr euch dann für den Boden in der Zukunft? Wenn du das so Das ganz ist eine knapp... gute Frage, aber wir wünschen uns für den Boden in Zukunft, dass uns genug Instrumente bleiben in Zukunft, um den wirklich ertragsfähig zu halten und da weiterhin langfristig nachhaltig Lebensmittel produzieren zu können. Ja, schön. Ja, darauf würde ich sagen Prost, ne? Ja, Prost. 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 Und jetzt dürfen wir ja hier auch eure eigenen Produkte verkosten, ne? Ja, Also ich habe uns auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht aus unserer letzten Folge. Da waren wir auch bei einer Familie Müller. Die haben aber nur Gemüse, also was heißt nur, aber die haben einen reinen Gemüsebetrieb gehabt und haben ja, ganz spannend hier so bunte Möhren beispielsweise. wow. Ja, In die sehen Gelb, gut aus. Rot, Ja. dunkelrot. Genau. Cool. Lege ich uns mal Leg hier schon hin dazu, und dann ja. können Ja. wir genau, uns das schmecken lassen, würde ich Genau. sagen. Haben wir uns verdient heute. Ja, genau. Dann guten Appetit. Ja, danke schön. Wünsche ich dir auch. Ja.